Hallo! Heute ist unser Thema Verben mit Ergänzungen und Pronomen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind Verben mit Ergänzungen und was haben Pronomen damit zu tun? Na, dann bleibt dran, ich erkläre es euch. Okay, schauen wir uns unseren Beispielsatz an. Sie schenkt dem Kind ein Buch. Wir haben hier ein Verb mit zwei Ergänzungen. Wir haben einmal das Kind und einmal das Buch. Und wir sehen, die Person, das Kind, steht im Dativ. Wir haben dem Kind. Es ist das Dativobjekt. Und die Sache, das Buch, steht im Akkusativ. Ein Buch. Und es ist hier das Akkusativobjekt. Wir nennen es auch das direkte Objekt. Und das Dativobjekt nennen wir auch das indirekte Objekt. Und die Frage ist jetzt, ist es immer in dieser Reihenfolge? Ja, es ist immer in dieser Reihenfolge. Ja? Wir haben das Verb auf Position 2 und dann direkt danach kommt der Dativ, das Dativobjekt und darauf folgend das Akkusativobjekt. Und gibt es jetzt viele Verben, die zwei Ergänzungen haben? Nein, zum Glück nicht. Unter dem Video verlinke ich euch eine Liste mit den wichtigsten Verben mit zwei Ergänzungen. Und was haben jetzt die Pronomen damit zu tun? Naja, Pronomen stehen für das Nomen. Wenn du also nicht immer die Nomen wiederholen möchtest, kannst du Pronomen benutzen. Hier ist eine Tabelle mit allen Akkusativ- und Dativpronomen und natürlich auch die Nominativpronomen. In unserem Beispielsatz können wir unsere zwei Objekte, Akkusativ und Dativ, mit den Pronomen austauschen. Und wie funktioniert das? Naja, wir haben unser Dativobjekt ist das Kind, also Neutrum Dativ, ihm. Und wir haben das Buch. Es ist unser Akkusativobjekt, es ist die Sache, also Akkusativ. Und es ist auch Neutrum. Also Neutrum, Akkusativ, es. Jetzt ist die Frage, auf welcher Position im Satz steht das Pronomen? Und das ist gar nicht so schwierig. Du musst einfach überlegen, möchte ich ein Pronomen benutzen oder möchte ich zwei Pronomen benutzen? Nehmen wir an, wir möchten nur ein Pronomen benutzen. Zum Beispiel für das Dativobjekt, dem Kind. Dann kann ich sagen, sie schenkt ihm das Buch. Oder für unser Akkusativobjekt. Da haben wir gesagt, das Pronomen ist es. Sie schenkt es dem Kind. Wir sehen also, das Pronomen steht immer direkt nach dem Verb. Verb auf Position 2 und direkt danach das Pronomen, egal ob es Akkusativ ist oder Dativ. Und danach kommt das andere Objekt. Was ist jetzt, wenn ich beide Objekte mit einem Pronomen austauschen möchte? Das ist auch kein Problem. Dann müssen wir nur merken, zuerst das Akkusativobjekt und dann das Dativobjekt. Für unseren Beispielsatz wäre das, sie schenkt, Position 2, es, Akkusativ, ihm, Dativ. Okay, müssen wir immer im Kopf behalten, die Reihenfolge. Benutzen wir kein Pronomen, ist die Reihenfolge Dativobjekt, Akkusativobjekt. Dem Kind das Buch. Möchten wir ein Pronomen benutzen, steht es direkt nach dem Verb. Schenkt es dem Kind. Schenkt ihm das Buch. Und die letzte Option, möchten wir beide Pronomen benutzen? Zuerst Akkusativ und dann Dativ. Schenkt es ihm.
Okay, ich werde jetzt ein paar Beispiele geben. Ich werde mehr Verben benutzen, die zwei Ergänzungen haben und werde mit allen Pronomen ein bisschen spielen und euch mehrere Optionen und mehrere Beispiele zeigen. Okay, hier haben wir 3 Verben, bringen, geben und kaufen, die zu der Gruppe gehören mit den Verben mit Ergänzungen. Sie haben also eine Dativergänzung, das sind hier die Personen, das ist unser indirektes Objekt, und sie haben eine Akkusativergänzung, das sind hier Sachen, und das nennen wir das direkte Objekt. Okay, machen wir ein Beispiel mit diesem Verb kaufen. Und ihr seht, ich habe hier die Person, Schwester, und die Sache, Tasche, auf rosa Papier, auf eine rosane Karte geschrieben. Sie sind also feminin. Und hier stehen die Pronomen. Wir haben ihr für feminin Dativ und wir haben sie für Akkusativ feminin. Also, was passiert, wenn wir jetzt hier einen Satz machen und wenn wir die Pronomen austauschen? Ich kaufe meiner Schwester eine Tasche. Oder ich kaufe der Schwester die Tasche. Dativ, das Objekt sofort, also das Dativobjekt sofort neben dem Verb und dann das Akkusativobjekt. So, jetzt möchten wir ein Pronomen benutzen. Ein Pronomen, zum Beispiel das Dativobjekt. Dann nehmen wir hier, ich kaufe ihr eine Tasche. Oder tauschen wir hier das Akkusativobjekt, das Nomen für ein Pronomen aus. Für die Tasche. Akkusativ, feminin, sie. Und bringen wir die Person, die Schwester, wieder zurück. Ich kaufe sie meiner Schwester. Das Pronomen direkt neben dem Verb. Und was passiert? Unsere letzte Option, wenn wir beide Pronomen benutzen möchten. Ich kaufe sie ihr. Kaufe, Position 2, direkt daneben Akkusativ und dann Dativ. Hier haben wir das Verb bringen. Und unser Dativobjekt ist hier Vater und der Computer, Akkusativobjekt. Beides maskulin. Hier habe ich ein blaues Papier, eine blaue Karte genommen. Und hier haben wir unsere Pronomen. Ihm Dativ und ihn Akkusativ. Also machen wir einen Satz. Ich bringe meinem Vater einen Computer. Oder ich bringe dem Vater den Computer. Tauschen wir das Dativobjekt hier aus für diese Person und nehmen wir ein Pronomen. Ich bringe ihm, Dativ, den Computer. Hier wie immer direkt neben dem Verb das Pronomen und dann das Akkusativobjekt. Machen wir hierfür ein Pronomen. Ich bringe ihn dem Vater. Akkusativ und hier Dativ. Und unsere letzte Option, nehmen wir beide Pronomen. Ich bringe ihn ihm. Zuerst Akkusativ und dann Dativ. Wenn wir beide Nomen hätten, wäre es genau andersrum. Ja, ich bringe dem Vater den Computer. Dativ, Akkusativ. Akkusativ, Dativ.
Okay, unser letztes Beispiel ist das Verb geben. Und es hat ja auch zwei Ergänzungen. Dativobjekt Mädchen, das Mädchen und Akkusativobjekt das Heft. Neutrum habe ich hier auf grünes Papier geschrieben. Ja? Und hier unsere Pronomen ihm und es, Dativ und Akkusativ. Machen wir einen Satz. Ich gebe dem Mädchen das Heft oder ich gebe einem Mädchen ein Heft. Tauschen wir hier das Dativobjekt aus mit dem Pronomen. Ich gebe ihm das Heft oder tauschen wir hier das Akkusativobjekt aus mit dem Pronomen. Ich gebe es dem Mädchen. Und unsere letzte Option, wir nehmen beide Pronomen. Ich gebe es ihm. Hier haben wir beide Pronomen, zuerst Akkusativ und dann Dativ. Okay, wiederholen wir nochmal alles. Was ist wichtig? Woran müssen wir denken? Nun, wie immer im Satz, Position 2, das Verb. Diese Verben haben zwei Ergänzungen. Einmal eine Person und das steht im Dativ, eine Sache und das steht im Akkusativ. Haben wir beide Nomen, ist die Reihenfolge Dativ, Akkusativ. Haben wir zwei Pronomen, ist die Reihenfolge Akkusativ und dann Dativ. Und haben wir nur ein Pronomen, dann steht das Pronomen immer direkt neben dem Verb. Egal, ob es Akkusativ ist oder Dativ. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr Verben mit Ergänzungen benutzt. Hier seht ihr übrigens meinen Blog Deutsch mit Karten und ich habe hier viele Beiträge zu Grammatik und Wortschatz und auch ein paar Lernspiele. In dem Video habt ihr übrigens den Blogpost zu Pronomen gesehen. Falls ihr also nochmal etwas zum Thema lesen wollt, dann schaut doch einfach auf meinem Blog vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Hier gibt es jetzt noch ein Video zum Thema Grammatik. Macht's gut, tschüss!